Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute in der 10. Folge von der Survival Challenge. Wir dürfen nicht sterben gegen alle möglichen Gegnertypen, sei es Arena-Kämpfe oder Dungeons. Wir sind bisher noch nicht gestorben, sind auf Stufe 23, haben hier schon ein bisschen was geschafft. Wir sind in den Dungeons auch schon ein paar Etagen weiter. Und heute versuchen wir mal wirklich den Berglöwen zu besiegen. Der erste Gegner aus dem zweiten Dungeon. Wir haben hier einen Magier vor uns und es könnte wirklich sein, dass es heute soweit ist, dass wir jetzt hier wirklich an der Stelle rausfliegen aus der Challenge. Aber ich möchte das wirklich mal probieren, dass wir hier den vielleicht besiegen, dass es vielleicht ein bisschen spannender ist und wir eventuell mal so ein bisschen ins Straucheln kommen, denn bisher waren die Gegner, muss man wirklich mal so sagen an der Stelle, bisher immer langweilig gewesen. Die Arena-Kämpfe waren deutlich intensiver, sag ich mal, weil da hätte deutlich mehr passieren können. Die Dungeon-Gegner konnten wir uns wirklich so einigermaßen so lange aussuchen, dass wir halt eben so stark geworden sind, dass die Dungeons uns gar nichts so antun können, so großartig. Ne? Bisher waren alle 6 Gegner oder alle 5 Gegner absolut gar keine Herausforderung gewesen. Der Ghoul hat uns letztes Mal noch ein Epic gebracht, was uns jetzt nochmal ein bisschen stärker gemacht hat. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal direkt rein in den Berglöwen. Wir nehmen die Pilze jetzt mal in die Hand, die 15 Stück, die wir noch haben, und investieren das einfach mal. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier komplett Tryhard Free-to-Play spielen würde, würde ich natürlich keine Dungeons pilzen jetzt mit den kostbaren paar Pilzen, die wir haben. Aber für die Challenge jetzt, für das Video, machen wir es jetzt einfach mal. Wir schauen mal rein und gucken mal, ob das jetzt unser Untergang ist. Aber es sieht wirklich so aus, als ob wir hier auch statpunkt-technisch wirklich die Nase vorne haben. Ja, oh mein Gott. Und das sogar wirklich, bei weitem. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass wir hier wirklich, das ist wirklich krass. Ja, dass wir hier wirklich so weit vorne sind. Ich kenne wirklich die Statpunkte nicht von den Gegnern, aber wir haben hier wirklich gute Chancen. Deswegen, würde ich mal vorschlagen, schauen wir nochmal, dass wir hier nochmal ein paar Statpunkte dazu bekommen und gucken jetzt einfach nochmal bei der Riesenspinne rein, weil, wie gesagt, die Gegner davor, die waren auch alle Pille-Palle so gewesen. Es wird mal Zeit, dass wir mal jetzt ein paar Pilze in die Hand nehmen und die Gegner jetzt mal einfach hier ein bisschen nach und nach dann auch zur Strecke bringen, weil guckt euch das an, das ist hier wirklich alles gar keine Herausforderung für uns und deswegen riskieren wir heute mal einfach ein bisschen was, ja, damit wir auch mal ein bisschen Spannung in die ganze Angelegenheit hier reinbringen, weil sonst können wir das hier Ewigkeiten so spielen, dieses Spiel, und das so vor uns hin und her schieben. Aber wir müssen auch mal ein bisschen was riskieren, auf jeden Fall. Ihr seht das hier, der zweite Gegner aus dem zweiten Dungeon ist statpunkt-technisch auch noch sehr weit hinter uns. Das heißt, wir machen heute mal so eine richtige Dungeon-Folge. Es ist die 10. Folge von der Challenge hier und deswegen hauen wir heute auch mal richtig einen raus. Ja, wir wollen es heute mal richtig wissen, um zu gucken, wie weit wir hier jetzt mit dem Survival Dorza kommen. Dass wir hier vielleicht sogar Stufe 25 noch erreichen, ohne großartig hier Alut vorher zu spielen. Das wäre natürlich sehr geil. Okay, hier haben wir einen 28er Gegner, das heißt, so prozentual würde ich sagen, ist er hier besser mit seinen Level 26. Es sind beides Krieger. Und das wäre schon sick, wenn wir auf jeden Fall den 7. von 10 Gegner hier auch aus dem Weg geräumt bekommen. Ja, es ist natürlich, wie gesagt, eine absolute Pilzverschwendung, aber ich will auch ehrlich gesagt noch so ein bisschen auch die Tränke nutzen, die wir noch haben. Den XXL-Trank, den bekommen wir jetzt erstmal nicht so schnell wieder und das ist auch so ein Punkt, warum ich jetzt noch ein bisschen in die Dungeons reingehen wollte, auch wenn wir die Pilze jetzt natürlich nicht so wiederbekommen werden. Ja. So, hier haben wir einen Gegner, der schon ansatzweise unser Niveau ist.
Allerdings haben wir auch immer noch deutlich mehr Ausdauer als der Gegner. Von daher sollten wir den Kampf eigentlich auch nach Hause tragen können, wenn wir mal hier unser Schild heben, wollte ich mal sagen. Oder mal unsere Fähigkeit mal irgendwie beschwören. Das machen wir alles gar nicht, großartig. Ja, jetzt heben wir mal das Schild, aber auch ohne großartige Fähigkeit dazu. Wir haben hier jetzt zweimal einen Schadenstreffer rausgehauen. Wir haben uns bisher noch 0 Mal gehealt. Ja, und viel von unseren Paladin-Fähigkeiten habe ich jetzt bisher noch nicht großartig gesehen. So, jetzt haben wir mal einen Heal mal genutzt und auch hier haben wir jetzt den nächsten Gegner besiegen können und sind fast auf Stufe 25. Ja, haben ein neues Schwert bekommen, das uns jetzt leider auch nicht sehr viel bringt. Ja, deswegen verkaufen wir das auch mal. Gehen hier noch ein bisschen in Stärke rein. So, und jetzt wird es halt knifflig. Jetzt haben wir hier wieder einen Magier vor uns. Ich glaube, den würde ich ungern tryen, weil ich glaube, ja, gegen den können wir halt nichts fähigkeitentechnisch machen. Er ist vom Level auch auf Stufe 30 und deswegen würde ich sagen, ist die Höllenbraut jetzt der Gegner, den wir jetzt hier als nächstes mal probieren werden und der uns eventuell auf Stufe 25 befördert, ja. Heute richtige Dungeon-Push-Folge hier, meine Lieben, ja. Aber ich glaube, das ist auch mal einfach notwendig, dass wir hier mal in der 10. Folge ein bisschen auf die Kacke hauen und ein bisschen auch mal, ja, ein paar Dungeon-Tries hier machen. Wie gesagt, es ist halt für mich nur immer ein bisschen schwierig, so die Balance zu halten zwischen was pushen wir an Dungeons und was nehme ich an Pilzen in die Hand, weil das Ding ist halt, ansonsten, ich habe halt jede Stunde einen Free-Try, das ist halt das Ding, aber ansonsten ja, kann ich halt nicht viel mehr großartig machen mit den Pilzen. So, jetzt müssen wir aber zusehen, denn die Höllenbraut, die hat uns hier auch gut einen eingejagt auf jeden Fall, aber wir schlagen auch mit gutem Damage zurück und am Ende des Tages ist auch die Höllenbraut für uns kein Problem. Und jetzt haben wir hier den grässlichen Gremlin vor uns. Wir sind immer noch nicht Stufe 24. Wir können jetzt eine Quest machen. Hier haben wir sogar eine, ja, eine Aufgabe, die uns hier gleich für die Daily noch weiter voranbringt. Deswegen nehmen wir die auch gleich mal mit. Und ja, dann haben wir heute auf jeden Fall schon richtig krassen Fortschritt gemacht hier, muss ich mal wirklich so sagen an der Stelle. Also, ja, dungeon-technisch sind wir ein gutes Stück vorangekommen und wir haben jetzt auch, ohne zu sterben, die Festung freischalten können. Ja, also wirklich krass. Da können wir jetzt hier mal direkt ausbauen. Ja, das kostet natürlich auch alles Pilze, wenn man es skippen möchte. Deswegen für uns jetzt erstmal leider uninteressant. Ja, das ist leider auch nicht so ein Item, was wir jetzt so unbedingt brauchen. Das Gold verskillen wir nochmal. Und ich würde mal sagen, wir machen mal für die Folge jetzt noch einen finalen Abschlussgegner. Ich weiß nicht, das könnte jetzt unser Untergang sein. Den nächsten Gegner will ich noch nicht tryen. Der weiß ich, der ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also der ist wirklich extrem stark. Bei ihm weiß ich noch nicht ganz genau, ob wir den besiegen können. Ja, aber wir probieren es einfach. Scheiß drauf. Okay, krass. Okay, das könnte jetzt unser Untergang sein. Da müssen wir jetzt richtig reinhasseln hier, was die Kombos angeht. Er hat hier 554 Geschick. Das ist sehr viel Schaden. Er hat aber nicht so viel Ausdauer. Das könnte unser Vorteil sein. Und wir müssen jetzt einfach von unseren Fähigkeiten jetzt hier profitieren. Einfach blocken, einfach healen. Okay, jetzt muss der Heal kommen. Uns hebt das Schild. Ja, sehr schön. Wir kriegen einen Heal zurück. Nein, wir switchen direkt auf den Damage-Modus. Ja. Und da ist er down. Der Survival dort. Da ist er das erste Mal gestorben. In der Challenge. Okay. Da wollte ich dann vielleicht doch ein bisschen zu viel. Ja. Und habe mich vielleicht dann doch ein bisschen reinbaiten lassen von den, ja, von dem XXL-Trank, den wir noch haben. Ich meine, so viel macht der auch gar nicht aus. Kommt halt eben auf die Punkte an, so, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt hier gegen ihn dann doch verlieren, dass der Kampf jetzt ein bisschen spannender wird an der Stelle und dass wir ja, zu tun haben werden. Das habe ich mir schon fast gedacht, aber das, ja, wir haben halt einfach auch Pech gehabt, was jetzt so den Kampf anbelangt, ne? Wir haben echt guten Progress gemacht in der Folge und dann wollten wir zu viel. Schade. Ich dachte, also gegen ihn hätte ich gedacht, okay, da haben wir gar keine Chance erstmal, da müssen wir erstmal abwarten. Aber ihn hier hätte ich gedacht, den kriegen wir noch mit.
ich hätte jetzt mal gerne gewusst, was ich beim Voodoo-Meister noch gemacht hätte. Boah, ja, okay, den hätten wir sogar, boah, krass, okay, den hätten wir sogar noch vorab noch besiegen können. Hier haben wir sogar einen 40er Krieger, der ist noch stärker wahrscheinlich als der Gremlin hier. Ja, sehr, sehr schade an der Stelle. Aber ich glaube, für so ein kleines Projekt mal so zwischendurch war das mal ganz erfrischend, sag ich mal, was Neues. Ja, wir haben jetzt hier zum Abschluss, zum Highlight, sag ich mal, von den 10 Folgen jetzt hier. Das war jetzt Zufall, dass wir jetzt so 10 Folgen jetzt explizit gemacht haben. Wollte ich heute eigentlich ja dann auch nochmal einen drauflegen. Aber das ist halt eben dieses Tückische an der Challenge. Du kannst halt nicht genau wissen, was hat jetzt der Gegner an Stat-Punkte. Wie viele Chancen hast du tatsächlich gegen diesen Gegner und schaffst du ihn tatsächlich auch? Ich meine, wir hätten jetzt auch so ewig weiterspielen können auf diesen sicheren Playstyle, dass ich jetzt hier erstmal den Tag noch so komplett meine Alu wieder runterspiele, dass ich mich hier komplett mein ganz Gold festgille und mich hier weiter erstmal schön sicher ausbaue, um halt eben, ja, ganz, ganz sicher das Schiff in den Hafen zu fahren, sag ich mal. Aber ja, auf der anderen Seite wollte ich halt eben zum Anlass heute auch ein bisschen auf die Kacke hauen. Haben wir gemacht, sind auch weit gekommen. Ich hätte auch jetzt nach den Gremlin wirklich Schluss gemacht, weil ich weiß, der Gegner hier danach, der ist halt wirklich extrem, extrem schwer. Allerdings hat uns halt der Gremlin jetzt vorab schon besiegt und damit, ja, sind wir das erste Mal tatsächlich dann auch gestorben. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber it is what it is, ja. Am Ende des Tages hoffe ich natürlich, dass euch so ein bisschen diese kleine Serie, dieses kleine Format auch ja, vielleicht gefallen oder unterhalten hat oder so. Es war mal wieder eine Mischung aus was Neuem in Kombination mit einem gewissen Free-to-Play-Aspekt, was eventuell auch mal der ein oder andere sehen wollte. Und am Ende des Tages kommt es halt eben darauf an, dass das hier vielleicht ein bisschen für Unterhaltung gesorgt hat, das Ganze. Ne? Deswegen lasst es mich auf jeden Fall sehr, sehr gerne wissen, wie ihr so dieses kleine Projekt gefunden habt und ob ihr vielleicht sogar Vorschläge haben solltet, was ich als nächstes machen könnte an solchen Videoprojektreihen, die halt eben auch nur für eine kurze Zeit sind. Also ich möchte jetzt keinen Free-to-Play-Account anfangen, den auf Dauer zu spielen, weil ich natürlich ja, für einen weiteren Account genauso wenig Zeit habe, als wenn ich für den Pilz investieren würde. Im Gegenteil, als Free-to-Play-Account musst du sogar noch mehr Zeit investieren als jemand, der halt eben reinpilzt. Deswegen ist das für mich leider nicht möglich, auch wenn ich sehr gerne einen Free-to-Play-Account haben würde. Aber es ist halt extrem zeitaufwendig und ich habe halt nicht mal Zeit, noch einen zusätzlichen Account anzufangen auf Dauer und den halt eben reinzupilzen so. Deswegen wären halt eben solche coolen, begrenzten, kleinen Mini-Projekte auf jeden Fall was ich gerne annehmen würde, falls ihr da was haben solltet, eine kleine Challenge oder so, aber nichts Dauerhaftes. Ja, das wäre so der Kompromiss auf jeden Fall. Ja, Freunde, wir haben es geschafft auf Stufe 25, gerade noch so die Festung freigeschaltet hier. Ein paar Dungeons haben wir geschafft. Ja, wir sind 25, sind hier beim 9. und beim 4. Also wir haben viele Gegner aus dem Weg geräumt. Wir sind von dem Rang 618k auf 210.000 hoch, ohne zu sterben. Einmal jetzt bis halt jetzt eben gerade. Und hat auf jeden Fall für mich persönlich gut Spaß gemacht, die kleine Challenge, muss ich mal so sagen. Es hat gut Spaß gemacht, hatte wirklich Spaß dabei, auch gerade so im Waffen- und Zauberladen immer so ein bisschen zu blättern oder vielleicht so ein paar Sachen frei zu kaufen, wie in guten alten Zeiten, um halt eben den Slot danach zu gucken, ob der was für mich bringt oder so. Deswegen war cool. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Deswegen danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen super schönen Tag für alles. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung, Kommentar dazu da und ich verabschiede mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.